Mai 2011, San Francisco, Kalifornien. Die 26-jährige Michelle Huang Thi Le lebte mit ihrer großen Familie zusammen, ihren Eltern, ihrem Bruder Michael und ihrer Cousine Christine. Das Haus war immer voller Leben und Lachen. Michelles Mutter arbeitete als Krankenschwester und inspirierte ihre Tochter, in ihre Fußstapfen zu treten. Nach dem Tod ihrer Mutter beschloss Michelle, das zu Ende zu bringen, was sie begonnen hatte. Sie wurde zur Stütze ihrer Familie, unterstützte alle, lernte Autofahren, kochte, ging einkaufen und gab immer Ratschläge. Im Jahr 2011 begann sie ein beschleunigtes Studium der Krankenpflege und sollte bereits nach einem halben Jahr ihre Ausbildung mit hervorragenden Noten abschließen, wobei sie ein Praktikum in der Entbindungsstation einer örtlichen Klinik absolvierte. Am 20. Mai 2011, nach einer langen Schicht im Krankenhaus, beschloss Michelle, schnell zu ihrem Auto auf dem Parkplatz zu laufen, um etwas daraus zu holen. Sie ging zu ihrem Auto, blieb aber plötzlich stehen, änderte die Richtung und wenige Minuten später fuhr ihr weißer Geländewagen mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz. Als am Ende der Schicht alle Studenten zusammengerufen wurden, war Michelle nirgends zu sehen. Ihre persönlichen Sachen blieben im Pausenraum zurück, ihr Telefon war nicht erreichbar und ihr Auto kehrte plötzlich auf den Parkplatz zurück, fuhr aber bald wieder weg. Das war völlig untypisch für sie, und ihre Ausbilderin, die etwas Schlimmes vermutete, rief sofort die Polizei. Am nächsten Morgen, 10 Stunden nach ihrem Verschwinden, gab es immer noch keine Nachricht von Michelle. Ihr Bruder und ihre Verwandten begannen gemeinsam mit der Polizei und Freiwilligen nach ihr zu suchen, aber sie schien wie vom Erdboden verschwunden zu sein. Michelles Freunde und Kollegen kamen zur Polizeistation und zeigten sich sichtlich besorgt über ihr Verschwinden. Sie bestanden darauf, dass das Verhalten der jungen Frau zu seltsam gewesen sei und niemand wollte gehen, bevor eine umfassende Untersuchung eingeleitet worden war. Die Beamten erkannten sofort die Schwere der Situation und die Ermittler begannen ihre Suche auf dem Parkplatz des Krankenhauses. Michelles Ex-Freund, mit dem sie befreundet geblieben war, begann ihre Verwandten anzurufen, um ihnen zu berichten, was passiert war. Auf dem Parkplatz wurden Blutspuren an der Stelle gefunden, an der ihr Honda gestanden hatte, und eine Stunde später, gegen 9 Uhr morgens, wurde das Auto gefunden. Das Auto war verschlossen und ordentlich auf einem Besucherparkplatz in der Nähe eines Mehrfamilienhauses geparkt, nur 1 Kilometer vom Krankenhaus entfernt. Im Auto befanden sich ihr Laptop und ein fremder Studentenausweis der Salmerit University, der auf dem Rücksitz lag. Michelle hatte keinerlei Verbindung zum Besitzer des Ausweises und es war überhaupt unklar, warum sie diesen Ausweis bei sich hatte. Später stellte sich heraus, dass der Ausweis einige Tage vor ihrem Verschwinden gestohlen worden war. Die Ermittler erkannten sofort, dass dies nicht das Werk eines zufälligen Täters war, sondern von jemandem, der ihren Tagesablauf gut kannte. Höchstwahrscheinlich hatte der Täter den Ausweis gestohlen, um in das Gebäude zu gelangen und Michelle möglicherweise auf den Parkplatz gelockt, um dann mit ihrem eigenen Auto zu fliehen. Die Theorie, dass jemand sie einfach zufällig auf dem Parkplatz angegriffen hatte, schien unwahrscheinlich. Aus den Aufzeichnungen des Krankenhauses ging hervor, dass 30 Minuten, nachdem Michelle den Parkplatz verlassen hatte, ein Anruf von einer Person, die sich als Michelle ausgab, in der Notaufnahme eingegangen war. Sie bat darum, mit ihrem Ausbilder verbunden zu werden, aber es stellte sich heraus, dass dies nicht die richtige Leitung war. Die Frau am anderen Ende der Leitung bat darum, eine Nachricht weiterzugeben, dass ihr Vater einen Herzinfarkt erlitten habe. Als Michelles Auto zur weiteren Untersuchung abgeschleppt wurde, erhielt ihr Bruder Michael unerwartet eine Nachricht von ihrer Handynummer. »Mir geht es gut.« Dann kam eine weitere. »Ich bin nicht verschwunden. Das Telefon hat eine Störung und hat alle Daten gelöscht. Diese Nachrichten verbrauchen den Akku.« Dann erhielten ihre Freunde nacheinander seltsame Nachrichten. Darin stand, dass sie einen Reifenschaden hatte, dass sie nach Reno zurückgekehrt war, dass sie eine Pause von den sozialen Netzwerken brauchte, dass sie sich unwohl fühlte und sich ausruhen wollte. Michelles Ex-Freund bemerkte die Aktivität auf ihrem Handy und schrieb ihr sofort, aber die Antwort lautete: »Wer ist da?« Bis zum 31. Mai stieg die Belohnung für Informationen über Michelles Aufenthaltsort auf $220.000 und erreichte wenige Tage später fast $500.000. Die Familie Lee engagierte einen Privatermittler und mehr als 100 Freiwillige schlossen sich der Suche an,
teilten sich in 14 Teams auf und durchsuchten ein Gebiet von mehreren Kilometern. Die Belohnung stieg weiter. Bei der Untersuchung von Michelles Beziehungen kam ein interessantes Detail ans Licht. Sie hatte Probleme mit einer langjährigen Freundin namens Giselle Esteban. Die jungen Frauen waren seit vielen Jahren eng befreundet und hatten sogar gemeinsam das College besucht. Giselle war mit einem Mann namens Scott zusammen. Sie hatten eine 6-jährige Tochter. Ihre Beziehung endete jedoch nicht gerade glücklich und genau zu diesem Zeitpunkt begannen die Probleme zwischen Michelle und Giselle. Noch bevor Giselle und Scott zusammenkamen, war Michelle ein paar Mal mit ihm ausgegangen, hatte aber schnell gemerkt, dass sie besser als Freunde zusammenpassten. Zwischen ihnen gab es nie Romantik oder Intimität. Trotzdem wurde Giselle zunehmend von Eifersucht getrieben. Giselle benahm sich immer seltsamer und ihre Beziehung zu Michelle begann zu zerbrechen. Michelle blieb mit Scott befreundet und hatte nicht vor, den Kontakt zu ihm abzubrechen, nur weil Giselle das wollte. Sie schenkte ihren seltsamen und aufdringlichen Ansprüchen keine Beachtung, da sie schon lange mit einem anderen Mann zusammen war. Und Scott lebte einfach sein Leben, ohne zu ahnen, welche Anschuldigungen Giselle in ihrem Kopf zusammenbraute. Als die Ermittler zu Giselle kamen, um ihr ein paar Fragen zu stellen, machte sie keinen Hehl aus ihrer offensichtlichen Abneigung gegen Michelle. Sie versuchte nicht einmal etwas vorzuspielen. Giselle begann sofort verärgert zu erzählen, dass sie Michelle schon vor langer Zeit gebeten hatte, sich von ihrer Tochter fernzuhalten und den Kontakt zu ihren gemeinsamen Freunden abzubrechen. Giselle beschrieb ihre Beziehung zu Scott als qualvoll und bezeichnete ihn als ihren besten Freund, der sie mit seiner ehemaligen Verlobten betrogen habe. Die Ermittler machten Scott ausfindig und er erzählte ehrlich seine Version der Ereignisse. Die Ermittler bemerkten, dass er aufrichtig besorgt war und sich sogar an der Suche nach Michelle beteiligte, sowie an den zu ihren Ehren organisierten Treffen und Mahnwachen teilnahm. Scott schilderte, wie Giselle sich ihm und seiner Familie gegenüber verhalten hatte. Als ihre Beziehung erneut in eine Krise geriet, kehrte Giselle mit ihrer Tochter zu ihrer Familie zurück. Scott wollte seiner Tochter das bestmögliche Leben bieten und versuchte daher manchmal, die Beziehung zu Giselle wieder in Ordnung zu bringen. Dies schlug jedoch immer fehl. Er zeigte den Ermittlern einen langen Briefwechsel mit Giselle, in dem sie ständig Michelle erwähnte und scharfe Nachrichten schrieb wie: »Ich hoffe, du findest, was du suchst bei einer so widerwärtigen Person wie ihr.« Giselles Nachrichten wurden immer aggressiver. Sie beschuldigte Michelle, ihre Familie zerstört zu haben und drohte ihr, dass sie bald unnütz sein werde. Giselle schickte auch Michelle selbst Nachrichten, in denen sie beleidigte, ihr vorwarf, ihre Familie zerstört zu haben und behauptete, dass sie ihr nach San Francisco gefolgt sei. Scott zeigte der Polizei eine Aufzeichnung eines von Giselles Wutausbrüchen. Auf der Aufnahme saß sie im Auto, während ihre Tochter auf dem Rücksitz saß. Giselle bestand darauf, dass Scott ehrlich über seine Beziehung zu Michelle sein solle und drohte, dass sie beide töten werde, wenn er erneut lügen würde. Sie bezeichnete dies als letzte und endgültige Warnung. Scott berichtete, dass Giselle vorübergehend in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden sei, wo bei ihr eine manisch-depressive Erkrankung und eine bipolare Störung diagnostiziert worden seien. Danach erschien Giselle weiterhin an Scotts Haus. Manchmal ging sie sogar hinein und saß einfach im Zimmer, bis sie bemerkt wurde. Scott gelang es, das alleinige Sorgerecht für seine Tochter zu erlangen, was Giselle noch mehr verärgerte, sodass sie zurück nach Hayward zog, um näher bei ihnen zu sein. 3 Tage vor Michelles Verschwinden verhängte das Gericht eine einstweilige Verfügung gegen Giselle, die ihr verbot, sich Scott auf weniger als 30 Meter zu nähern. Fast eine Woche war seit dem Verschwinden der jungen Frau Michelle Hoang Thi Le vergangen. Sie verschwand, als sie zu ihrem Auto auf dem Parkplatz des Krankenhauses ging und ihr Auto wurde später in einer der Straßen in der Nähe gefunden. Die Polizei setzte die Suche fort und verteilte Flugblätter mit einem Foto von Michelle. Zu dieser Zeit nahmen Ermittler aus Hayward Kontakt zur Polizei in Fevol auf, um den ungelösten Mord an der Krankenschwester Fong vor einem Jahr zu besprechen. Es stellte sich heraus, dass beide jungen Frauen Studentinnen an medizinischen Hochschulen gewesen waren und unter ähnlichen Umständen verschwunden waren. Im Fall von Fong wurde das Auto jedoch unverschlossen aufgefunden, während Michelles Auto sorgfältig verschlossen war,
als habe die letzte Person, die am Steuer saß, den Innenraum schützen wollen. Die Polizei untersuchte weiterhin die Aufzeichnungen der Überwachungskameras in der Hoffnung, klare Bilder von Michelles Auto zu erhalten. Ihr Bruder glaubte nicht, dass seine Schwester einfach verschwunden sein könnte, da sie immer mit ihrer Familie in Kontakt geblieben war und sogar daran gedacht hatte, ihre Großmutter zum Muttertag anzurufen. Die Belohnung für Hinweise zu Michelles Aufenthaltsort stieg weiter an und die Suche nach ihr wurde fortgesetzt. Die Polizei hoffte immer noch, Michelle lebend zu finden, doch die gesammelten Beweise deuteten darauf hin, dass die Chancen mit jedem Tag geringer wurden. Ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigten sich, als in Michelles Auto Spuren ihres Blutes gefunden wurden. Daraufhin wurde Michelles Familie benachrichtigt und darüber informiert, dass der Fall nun nicht mehr als Vermisstenfall, sondern als Mordermittlung behandelt werde. Dennoch suchte Michelles Familie entschlossen weiter nach ihr, hoffte auf das Beste und weigerte sich, das Schlimmste zu glauben, solange es keine endgültigen Beweise gab. Die einzige Verdächtige in diesem Fall blieb Giselle, und die Polizei lud sie zu einer umfassenden Befragung ein. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits mit ihrem zweiten Kind schwanger. Im Laufe des Gesprächs gab sie zu, dass sie in der Nacht, in der Michelle verschwand, tatsächlich im Krankenhaus gewesen sei, angeblich für eine Routineuntersuchung. Als sie nach ihrer Freundschaft gefragt wurde, bezeichnete Giselle Michelle als ihre Schwester, merkte jedoch an, dass sich ihre Beziehung aufgrund eines Fehlers, den Michelle und Scott begangen hätten, verschlechtert habe. Giselle wurde freigelassen, doch die Polizei beobachtete sie weiterhin und installierte sogar einen Peilsender an ihrem Auto. Die Ermittler hatten Grund zu der Annahme, dass sie mit Michelles Verschwinden in Verbindung stand, bezweifelten jedoch, dass sie allein gehandelt hatte. Giselle war mit einer Körpergröße von nur 158 Zentimetern sehr zierlich und die Ermittler fragten sich, ob sie physisch überhaupt in der Lage gewesen wäre, eine Entführung durchzuführen. In der Zwischenzeit verstärkte die Polizei ihre Ermittlungen. Sie befragten Giselles Nachbarn, die bestätigten, dass die Polizei kürzlich ihre Wohnung und ihr Auto durchsucht hatte. In den Medien erklärte Giselle, dass sie nichts mit Michelles Verschwinden zu tun habe. Sogar Michelles Vater, der aus Vietnam angereist war, schloss sich der Suche an. Er rief alle Anwohner dazu auf, bei der Suche zu helfen. Eine interessante Wendung nahm der Fall, als Scott die Polizei anrief und mitteilte, dass er Michelles Handy auf dem Rücksitz seines Autos gefunden habe. Alles deutete darauf hin, dass Giselle es dort hingelegt hatte, da der Tracker in ihrem Auto zeigte, dass sie mehrmals zu Scotts Haus gefahren war. Der Sicherheitsdienst der medizinischen Hochschule, an der Michelle studierte, untersuchte die Daten der gestohlenen Studentenkarte. Es stellte sich heraus, dass die Karte am 26. Mai, einen Tag vor Michelles Verschwinden, für den Zugang zum Gebäude verwendet worden war. Die Kameras hatten Giselle aufgezeichnet. Sie gab sich als Studienbewerberin aus und erhielt Zugang zur Karte, indem sie behauptete, sie sei an einer Immatrikulation interessiert. Nachdem sie die Karte erhalten hatte, begann Giselle, die Türschlösser zu überprüfen, verschiedene Hörsäle zu betreten und den Lehrertisch zu untersuchen, auf dem sie den Stundenplan der Studenten fand, darunter auch den von Michelle. Nun, da sie genau wusste, wann Michelle am nächsten Tag in der Hochschule sein würde, verließ Giselle das Gebäude. Die Analyse der Telefondaten ergab, dass Michelle und Giselle am Tag ihres Verschwindens zur gleichen Zeit am selben Ort gewesen waren, was ihr Treffen bestätigte. Am nächsten Tag ging Giselle in einen Apple Store und bat darum, das iPhone zu entsperren, wobei sie dem Techniker erklärte, dass ihre Tochter das Telefon versehentlich gesperrt habe. Nach der erfolgreichen Entsperrung verließ Giselle den Laden und begab sich zu Chuck E. Cheese, wo Kameras aufzeichneten, wie sie Nachrichten schrieb. Zur gleichen Zeit erhielten Michelles Freunde seltsame und offensichtlich gefälschte Nachrichten, was durch Mobilfunkmasten bestätigt wurde. Es war Michelles Handy. Trotz des fehlenden Leichnams hatte die Polizei bereits genügend Beweise, um Giselle Esteban wegen Mordes ersten Grades zu verhaften. Als sie verhaftet wurde, fand man vor der Eingangstür ihres Hauses ein paar Schuhe mit Michelles Blut an den Sohlen. Außerdem fand man in Michelles Auto eine Haarsträhne von Giselle und ihre DNA am Lenkrad. Obwohl Michelles Leiche noch nicht gefunden worden war, deutete alles auf Giselle als Täterin hin. Die Polizei begann intensiv nach ihrer Leiche zu suchen. Später stellte sich heraus, dass Giselle im Internet nach Möglichkeiten gesucht hatte, einen Herzinfarkt ohne Spuren zu verursachen
eine Person zu verfolgen, ohne erwischt zu werden und Schlösser zu knacken. Außerdem suchte sie nach Informationen über giftige Gase wie Kaliumchlorid und Kohlenmonoxid. Nach Michelles Verschwinden wurde ihr Name mehr als 3-mal in die Suchmaschine eingegeben. Am 17. September, 10 Tage nach Giselles Verhaftung, wurden Michelles Überreste in einem flachen Grab in einer abgelegenen Gegend, etwa 20 Kilometer von Giselles Haus entfernt, gefunden. Es waren etwa 3 Monate vergangen und die Leiche war stark verwest, sodass die genaue Todesursache nicht mehr festgestellt werden konnte. Der Gerichtsmediziner des Bezirks Alameda bestätigte die Identität der Überreste. Im September 2012 stand Giselle Esteban vor Gericht. Sie bekannte sich nicht schuldig und behauptete, der Mord sei ein Unfall gewesen, ausgelöst durch einen Moment der Wut. Und Michelle habe sie angeblich provoziert. Ihr Anwalt versuchte zu beweisen, dass es sich nicht um einen vorsätzlichen Mord gehandelt habe, sondern um einen Unfall. Doch Giselle selbst sagte nicht aus und wirkte vor Gericht völlig emotionslos, ohne auch nur einen Funken Reue zu zeigen. Die Anklage vermutete, dass Giselle den Angriff im Voraus geplant hatte. Sie hatte Michelle aufgespürt, ihren Zeitplan studiert, gewartet, bis sie auf den Parkplatz kam und sie dann mit einem scharfen Gegenstand angegriffen. Das erklärte die Blutspuren und wie sie Michelles Leiche in ihr Auto laden und wegbringen konnte. Der Staatsanwalt bezeichnete Giselle als Soziopathin und hob ihre Kälte und Berechnung hervor. Er betonte, dass es sich um einen sorgfältig geplanten Angriff auf eine Person handelte, die sich der Gefahr nicht einmal bewusst war. Giselle wurde des Mordes 1. Grades für schuldig befunden. Sie reagierte nicht auf das Urteil und verließ schweigend den Gerichtssaal. Später erklärte Giselle, dass sie, wenn sie selbst Geschworene gewesen wäre, das gleiche Urteil gefällt hätte. Das Gericht verurteilte Giselle Esteban zu 25 Jahren Haft, ohne Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung. Michelles Angehörige waren enttäuscht. Sie hatten auf eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährungsmöglichkeit gehofft, um nie wieder mit Giselle konfrontiert zu werden. Aufgrund dieses Urteils werden sie jedoch gezwungen sein, zu den Anhörungen zur vorzeitigen Entlassung zu erscheinen, wenn sie einen entsprechenden Antrag stellt. Michelles Bruder Michael litt sehr unter dem Verlust. Er erinnerte sich daran, wie seine Schwester vorhatte, in die Fußstapfen ihrer verstorbenen Mutter zu treten und Krankenschwester zu werden, um Menschen zu helfen. Für die Familie war der Verlust von Michelle ein großer Schmerz und sie hoffen bis heute, dass Gerechtigkeit geübt wurde. Auch wenn nichts ihre geliebte Schwester und Tochter zurückbringen kann, wurde Michelles Traum, Krankenschwester zu werden und in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten, in dem Moment zunichte gemacht, als Giselle sie auf dem Parkplatz des Krankenhauses in der Bay Area tötete. Laut den Staatsanwälten war der Grund dafür ein Anfall von Eifersucht, als Giselle fälschlicherweise glaubte, Michelle würde sich mit ihrem Freund treffen. Michelles Bruder hofft, dass man sich auch nach vielen Jahren noch an sie erinnern wird, auch wenn die Mörderin 2029 einen Antrag auf vorzeitige Entlassung stellen kann. Michelles Familie plant, sich aktiv an den Anhörungen zu beteiligen, um die Richter daran zu erinnern, wie einzigartig dieser Fall ist und um zu zeigen, wie tragisch das Schicksal ihrer Schwester war. Der Richter stellte fest, dass Giselle für eine vorzeitige Entlassung aufrichtige Reue zeigen müsse, was zum Zeitpunkt der Verhandlung nicht zu beobachten war. Kurz nach ihrer Verhaftung brachte Giselle einen Jungen zur Welt, der in die Obhut seines Vaters gegeben wurde. Es gab Gerüchte, dass Scott der Vater sein könnte, aber er dementierte dies, und der Name des leiblichen Vaters wurde nie öffentlich bekannt gegeben. Die Familie setzte ihre ehrenamtliche Tätigkeit fort, indem sie anderen Familien half, die mit dem Verschwinden von Angehörigen konfrontiert waren und das Bewusstsein für solche Fälle schärfte. Michelles Bruder Michael sagte, er sei sich sicher, dass seine Schwester jetzt bei ihrer Mutter im Himmel sei. Das hilft ihm, sich ein wenig mit dem Verlust abzufinden und mit weniger Angst in die Zukunft zu blicken. Als Michelle gerade verschwunden war, verbrachte ihr Vater den Vatertag damit, an der Suche nach seiner Tochter teilzunehmen. Er war immer stolz auf ihren Fleiß und ihr geschäftiges Leben gewesen, gab aber zu, dass er sie nie gebeten hatte, diesen Tag mit ihm zu verbringen. Jetzt bereut er das und wünscht sich, er könnte wenigstens für einen Tag in die Vergangenheit zurückkehren, um sie einzuladen, diesen Feiertag gemeinsam mit ihm zu verbringen. Nach dem Prozess gab Michelles Familie den Kampf um Gerechtigkeit nicht auf.
Stattdessen beschlossen sie, ihre Trauer und Wut in etwas Sinnstiftendes zu verwandeln und eine Organisation zu ihrem Gedenken zu gründen. Die Michel Le Fondation wurde zu einer wichtigen Plattform für Familien, die Angehörige verloren haben, und für diejenigen, die nach vermissten Verwandten suchen. Sie organisierten jährliche Veranstaltungen und Spendenaktionen, um Suchdienste zu unterstützen, und begannen, andere Familien zu beraten und ihnen beizubringen, wie sie in den ersten Stunden nach dem Verschwinden eines geliebten Menschen richtig handeln können. Jedes Jahr, an Michels Geburtstag, kommen ihre Freunde, ihre Familie und diejenigen, denen die Stiftung geholfen hat, zusammen, um ihrer strahlenden Persönlichkeit zu gedenken. Dies ist nicht nur ein Tag der Trauer, sondern eine Feier ihres Lebens, ein Tag der Unterstützung und Liebe. Die Menschen bringen Blumen mit und lassen weiße Luftballons in den Himmel steigen, die Hoffnung und Erinnerung symbolisieren. Scott, der in diese schreckliche Geschichte verwickelt war, beteiligte sich ebenfalls an der Arbeit der Stiftung. Er beschloss, sein Leben zu ändern und sich voll und ganz der Erziehung seiner Tochter zu widmen. Dies war für ihn eine Möglichkeit, die Fehler der Vergangenheit wiedergutzumachen und zu beweisen, dass er zu einem verantwortungsvolleren Leben fähig ist. Er beteiligte sich aktiv an der Arbeit der Stiftung, um anderen zu helfen, eine solche Tragödie zu vermeiden. Was Giselle betrifft, so waren ihre Chancen auf eine vorzeitige Entlassung äußerst gering. Selbst nach einiger Zeit machten ihre Weigerung, Reue zu zeigen, und ihre emotionale Gleichgültigkeit sie zu einem Sinnbild für den zerstörerischen Einfluss von Hass und Neid. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.